Ich bin der Silas Bitterli. Ich mache ganz viel verschiedenes Zeug. Ich bin 60% angestellt als Musik- und Techniklehrer an der Oberstufe. Aber ich mache ganz viele verschiedene Musikprojekte und verschiedene gestalterische Projekte. Ich tue viel malen, schreiben, Comics, alles Mögliche. Zuerst hat mich das immer ein bisschen gestresst, das Vielfältige. So, ich mache das, aber auch das, aber auch das. Und habe mich so ein bisschen aufgeregt, dass ich in all diesen Sachen nicht wirklich so stark bin wie andere. Mir immer recht unter Druck gesetzt, so wie ich sollte gleich gut zeichnen wie XY und sollte gleich gut singen wie XY und gleich gut Gitarre spielen wie irgendwie. Und irgendwann ist auch ruhig werden und zu merken, stopp, ich mache es ja nicht, um der Beste zu sein, aber irgendwie, wenn man Kunst macht, habe ich das Gefühl, probiert man sich irgendwie zu vergleichen, weil man will ja auch besser werden. Und wie weiss man, dass man besser wird, indem dass man sich wie Ziele setzt. Und die Ziele sind auch inspiriert von was man sieht von anderen, was ist überhaupt machbar. Und ich glaube, das war auch während dem Kunststudium die grösste Herausforderung. Ich komme her, ich habe keinen Hintergrund mit Kunst, ich weiß nicht, was Kunst ist und was ich darf und was ich muss. Und einfach ein bisschen probiert. Und zuerst habe ich sehr viel Energie und Zeit verschwendet. Also nicht verschwendet, aber halt einfach investiert, wo wie weg ist. Wo ich habe probiert, so zu tun, als wäre ich Künstler. So probiert, das Bild vom Künstler auszufüllen und das zu produzieren, das aussieht wie Kunst. Und irgendwann müssen zu merken, stopp. Es kann eh niemand sagen, was Kunst ist. Statt dass ich mich unter Druck stellen, den ich gar nicht lösen kann, muss ich wie das eigene finden, wo ich wirklich mir selber sein kann. So. Und ich habe das Gefühl, das ist so die Reise, die ich irgendwie mache. Also mein Hauptantrieb bei allem Kreativen, was ich mache, ist eigentlich, etwas zu kreieren. Etwas, was es noch nicht gibt, wie zu machen. Es macht wie für mich keinen Sinn, einfach etwas zu kopieren oder zu imitieren, was es schon gibt. Einfach, dass ich etwas Schönes gemacht habe. Also es geht mir nicht per se nur um die Ästhetik, sondern es geht um die grundsätzliche Tatsache, etwas zu erschaffen. Und das Schöne an Kreativität ist ja, ich kann etwas nehmen und etwas anderes nehmen und kann es wie zusammensetzen auf eine Art, wie es noch niemand zusammengesetzt hat. Und dann entsteht etwas Neues. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und das ist so ein bisschen das Schöpferische, irgendwo die Kreativität, wo man wie kann einen Teil beitragen kann. Also ich meine, das ganze Universum gibt es ja schon und das ist ja alles schon da. Aber ich kann durch Kreativität etwas erschaffen, was es wie noch nicht gibt. Und es gibt ein unendlich riesiges Universum mit Millionen von irgendwelchen Sachen. Aber das, was ich jetzt geschaffen habe, das hat es vorher wie nicht gegeben. Und das finde ich spannend. Und wenn ich etwas kreiere, dann möchte ich etwas von dem, was ich wie erlebt habe, weiterverarbeiten. Und wie mache ich das? Indem ich mir überlege, was ist das, was ich effektiv erlebt habe? Was ist das, was ich effektiv gespürt oder gedacht oder gesehen habe? Und suchen wir dann eine Form, um das irgendwo zu transportieren. Und die Form kann eben ein Bild sein oder ein Song oder Text oder irgendetwas. Und es gibt verschiedene Formen, die verschiedene Sachen vielleicht gut umsetzen können und andere können es weniger gut. Und darum bin ich froh, habe ich verschiedene gestalterische Möglichkeiten, um verschiedene Sachen auszudrücken. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen der Antrieb. Also Sachen, die mich inspirieren, zu nehmen und etwas zu erschaffen und dazuzufügen. Also, mal angenommen, ich laufe irgendwie durch die Landschaft, dann ist die schön. Und wenn ich dann ein Bild mache von dieser Landschaft, dann tue ich mein Erlebnis von dieser Landschaft wie aufwerten. Es gibt wie eine zweite Ebene dazu. Und ich kann die Landschaft jemand anderem zugänglich machen. Ich habe zum Beispiel als eher hyperaktiver Mensch braucht es für mich viel, dass ich zur Ruhe komme. Und auch wenn ich in der Natur bin, ist es nicht einfach für mich, einfach hier zu sein und die Natur aufzunehmen. Aber durch die Malerei habe ich gelernt, die Natur zu schätzen, weil ich wie musste herhocken und musste beobachten und musste genau schauen. Und dadurch, wenn ich jetzt in der Natur unterwegs bin, sehe ich schöne Sachen, die ich früher gar nicht gesehen habe, weil ich mich nicht mit Malerei beschäftigt habe. Das heisst, jetzt sehe ich irgendwo, wie passiert es mit den Farben und mit den Schatten und mit dem Kontrast. Und
Und all das Zeug. Und je mehr dass ich Kunst mache, merke ich, je intensiver kann ich auch die Welt irgendwie wahrnehmen, weil ich wie eine zweite Ebene dazu geschaffen. Und ich kann anderen Menschen zugänglich machen, zumindest zu Teil, was ich irgendwie erlebt habe. Und mir jetzt eben bei diesem Album «Tale of Challenging Hope» geht es so ein bisschen um das, weil die Hoffnung ist nicht einfach, ja, Hoffnung, jetzt ist alles gut und ich muss einfach lernen, die Hoffnung zu haben, sondern es geht darum, sich selber zu reflektieren. Es geht um Vorziehen und Hinterziehen und seitwärts und entscheiden und umentscheiden und lernen und machen. Und darum Challenge, weil es ist nicht einfach. Und ich glaube, wenn Hoffnung kommt, dann ist das eine Herausforderung für mich, weil ich muss mich anpassen, ich muss entscheiden, nehme ich die Hoffnung an oder die Hoffnung ablehnen. Was bringt mir die Hoffnung, was bringt mir die Hoffnung nicht? Und ja, das eigentlich, finde ich das als Künstler wie ein sehr spannendes Thema. Und Tale of Challenging Hope, weil die Hoffnung ist, dass wenn jemand von uns, und mit uns meine ich uns alle, wenn jemand von uns wie eine Schwierigkeit durchlaufen ist und das dann erzählen kann und das Erzählen, die Geschichte, die wird dann wie zu einer Hilfe für andere. Dass andere können sagen, der hat das geschafft, ich will das auch schaffen. Und der hat dort Schwierigkeiten gehabt, ich kann mich achten, dass ich mit diesen Schwierigkeiten und so fort. Und ich finde, als Künstler ist etwas, was mich sehr inspiriert, wenn ich andere kreative Menschen sehe, wie sie ihren Weg sind gegangen. Und das gibt mir dann wieder Hoffnung und Perspektive, um meine eigenen Challenges, meine eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen irgendwie zu überwinden. Und ich finde, es gibt wie zu wenig Stories, zu wenig Tales, wo Gnade wie einen essentiellen Charakter hat. Wir haben Hunderttausende von Geschichten weltweit von irgendwelchen klassischen Helden und es ist immer das Gleiche. Wir haben Hunderttausende Geschichten von dem. Immer so, ein Held kommt die Herausforderung und er trainiert, er wird besser, lernt etwas über sich selber. Und das ist nicht falsch. Aber ein Element fehlt mir dort halt schon, das ist eben das Element Gnade. Weil ich in meinem Leben erlebt habe, es gibt ganz viele Sachen, da kann ich noch so viel lernen und noch so reif sein und noch so gut sein und so viel trainieren. Es braucht wie etwas von außen, das ich nicht selber erarbeiten kann. Oder es ist nicht ich, der es geschafft hat, sondern es ist einfach Gnade. Und ich will dankbar sein für das und aufmerksam sein, wo passiert Gnade. Und ich glaube, es ist nur möglich, durch den Zerbruch und durch die Schwierigkeit durch. Ich glaube, es ist nicht möglich, die Krone wieder zu bekommen, indem dass man gar keine Schwierigkeit angegangen ist. Ich glaube, Gnade passiert dort, wo wir sie annehmen. Und dass wir sie annehmen, müssen wir zuerst wie an einen Punkt kommen, dass wir merken, dass wir sie brauchen. Das heisst, erst in der Schwierigkeit innen, im Clinch, bin ich fähig zu verstehen, dass ich nicht alles kann und nicht alles kann erreichen und limitiert bin. Und in meiner Limitation und in meinem Zerbruch kann ich dann wie Gnade annehmen. Und durch die Gnade komme ich wieder an den Punkt, wo ich dann merke, ich kann es ja. Und ich kann es nicht, weil ich es immer können. Und ich kann es nicht, weil ich einfach so gut bin und so gut trainiert habe, sondern es ist mir wie gegeben worden, weil ich in dem Moment vom Zerbruch akzeptiere, dass ich es eben nicht kann. Und das ist für mich Veränderung, weil Veränderung passiert ja genau an diesem Punkt. Weil vorher mache ich einfach mein Programm. Ich mache, was ich immer mache, ich denke, was ich immer mache, ich spüre, was ich immer spüre. Und erst, wenn ich an einem Tiefpunkt bin, in der Schwierigkeit, wenn all die Strategien weg sind und ich wirklich mir selber bin, dann bin ich veränderbar. Und durch die Gnade ist meine Hoffnung, meine positive Sicht, dass ich mich verändere zum Guten her, zum Besseren her.